AAA heißt inzwischen ankündigen, abkassieren, abstürzen. Moderne Games sind wie schlechte Tinder-Dates. Vielversprechend im Trailer, aber kaum spielst du sie, wollen sie dir das Geld aus der Tasche ziehen, während sie all ihre Macken zeigen. Heute feiern wir keine Spiele mehr, wir überleben sie. Und während du wartest, dass der Day-One-Patch den Prolog lädt, liste ich mal für dich auf, warum du moderne Games vollkommen vergessen kannst. AAA-Games hassen dich. Ach, diese wunderschönen Panoramen, all die einzelnen Barthaare und die Hautporen, die mehr feine Strukturen bieten als meine Raufasertapete, die herrlich lebensechte Flora und all diese unsichtbaren Wände. Als sich Spiele noch wie Spiele angefühlt haben, waren Levelbegrenzungen, was wir erwartet haben. Sie waren genauso klar wie der Weg, den wir zu gehen hatten. Doch der Unterschied zu einem Spiel, das aussieht, als hätte man eine Playmobil-Landschaft mit einem Nokia 7650 fotografiert, ist, dass je realistischer moderne Spiele aussehen, desto mehr bricht die Immersion, wenn eben diese unvermeidlichen Videospieltücken aus dem Busch springen. Genau der Busch oder Baum, der den wunderschönen God of War Wald zu einem merkwürdigen, geradlinigen Korridor macht. Durch so einen Korridor kommen die Mitarbeiter in der Videospielindustrie auch jeden Tag zur Arbeit und die Wände sind gepflastert mit Kritikerbewertungen, den am meisten gelikten Tweets, den Trailern mit den meisten Daumen runter, mit den Vorgaben des Management, den Empfehlungen von externen Beratungsagenturen, mit Marktforschungsberichten und den 2500 häufigsten Themen, über die sich jemals jemand echauffiert hat. Am Ende des Ganges stehen dann auch die Kleiderhaken bereit, an denen die Designer und Autoren ihre Köpfe aufhängen können, bevor sie ins Büro eintreten dürfen. Die von den Spielern hängen da übrigens auch schon. Deswegen rufen deine Begleiter dir die Lösung für ein Rätsel auch schon zu, bevor du es überhaupt gesehen hast. Was machst du denn, Vater? Du musst den linken Stick nach vorne drücken, um deinen alten Arsch zu bewegen. Und bevor sie sich an ihren Platz setzen dürfen, kommt noch der Produktmanager vorbei und tritt ihnen in die Eier, damit sie ja nicht vergessen, wer hier das Sagen hat. Sie sind die einzigen im Büro mit einem Fenster, von dem aus sie all die anderen Videospiele sehen, die gerade fleißig gekauft werden und an denen sich ihr Produkt messen muss. Hey, dieses Jahr sind 3 Open-World-Games in der Top 5. Baut das auch ein. Aber wir machen Tetris. Du kaufst sie immer noch. Diese Spiele erfüllen die Mindestvoraussetzungen, um überhaupt Software genannt zu werden. Wir werden stinksauer sein, kaum dass wir sie eingelegt haben. Aber was zum Geier, hier ist mein Geld. Selbst wenn niemand die Spiele mehr gleich nach ihrem Launch zocken möchte, die Release-Schlange ist länger als die Liste von Bugfixes in ihrem Day-One-Patches. Und das ist deine Schuld, Patrick! Egal, ob es der nächste Durchschnittstitel auf der PlayStation ist, die 12. Netflix-produzierte Serie oder der 200. von Spotify vorgeschlagene Track. All diese Systeme basieren auf Kundendaten und Algorithmen und die wiederum kontrollieren, welche Inhalte überhaupt produziert werden. Und zu denen gehört selten etwas Neues, Revolutionäres, das gewagt ist und niemand so recht einschätzen kann, sondern einfach nur mehr Adam Sandler. Oh, eat a bag of dicks. Das klappt, weil du zu viel im Internet abhängst und das halbe Budget eines Videospiels, das fürs Marketing draufgeht, volle Breitseite abbekommst. Welche Verpackung wird laut Testgruppe am häufigsten in die Hand genommen? Was muss der Trailer mit welcher Musik zeigen, damit möglichst viele Gamer hypnotisiert werden? Und wie oft musst du irgendwas davon hören oder sehen, bevor du nicht mehr widerstehen kannst? Egal wie gut es ist. 7. Die Antwort ist 7. Mein halbes Spieleregal besteht aus Remastern. Gott bewahre, dass die Spieleindustrie sich etwas Neues einfallen lassen soll. Remaster das, Reboot das, Remake das und lass mich 70 Tacken dafür hinblättern. The Last of Us erschien 2013 und war ein Kritikerliebling. Ein Jahr später erschien es bereits ein zweites Mal und wurde wieder gefeiert. Ganz zu schweigen von seinem 2022 Re-Release, bei dem den Leuten dann endlich aufgefallen ist, ach, als ob. Wir drehen uns doch alle hechelnd auf den Rücken und wedeln mit dem Schwanz, wenn die nächste Pressemitteilung rauskommt, die besagt, dass die Publisher uns ein weiteres Mal für das identische Spiel zur Kasse bitten wollen. Man sollte zumindest meinen, dass es einfach nur das identische Spiel ist, wenn man irgendwo in einem stickigen Management-Meetingraum nicht beschließen würde, die falschesten der falschen Elemente für ihr vermeintlich neues Produkt noch einmal anzupacken. Die Master Chief Collection brauchte rund 5 Jahre, um überhaupt als spielbar durchzugehen.
umzugehen. PC-Spieler lernten auch endlich, warum The Last of Us so gefeiert wurde. Und weiß der Geier, welchen Stand die Definitive Edition der GTA-Trilogie inzwischen hat. Weißt du, was das Risiko mindern würde? Wenn du mir einfach eine emulierte Version anbietest, anstatt einen Port, den du eh nicht hinkriegst. Wieso kann ich keine alten Spiele zocken? Vom NES bis zur PS2 gab es über 10.000 Spiele, von denen wie viele offiziell spielbar sind? 329 bei Nintendo. Immerhin ganz nett Nintendo. 91 bei PlayStation. Wie viele Spiele und ganze Franchises allein die beiden noch in ihren Kellern verrotten lassen, will einfach nicht in meinen Kopf gehen. Warum darf ich denn nicht mehr die guten alten Spiele von früher zocken, die noch Spaß machten, bevor sie auf Nummer sicher gingen, abgerundet und monetarisiert wurden? Ach ja, genau das sind die Gründe. Alle PlayStation-Spiele sind nur noch herzzerreißende TV-Dramen. Boy, ich meine, Tochter, das ist nicht der Pfad, den ich gewählt habe, sondern der Pfad, der mich erwählt hat. Kratos, jedes Mal, wenn ich einen Akkord spiele, erinnert es mich daran. Es ist, als wäre meine Gitarre gestimmt auf Schmerz. Ihr redet über Gefühle. Versucht erst einmal Roboter-Dinosaurier zu überleben, während ihr mit einer Identitätskrise fertig werdet. この復讐の道は私の心を腐らせた。 Manchmal, um zu heilen, you gotta set the song on fire. Salzig, wie das Meer meiner Reue. PlayStation Telenovela, Gefühle größer als der Himmel. Ubisoft. Wir haben Fetch Quest since Creed, Checklist Dogs und Fortschrittsbalken Cry. In einem Katalog aus Spielen, der in den letzten 12 Jahren ein einziges Game hervorgebracht hat, das die 90er Metacritic-Bewertung geknackt hat. Rayman Legends. Der Rest ist Far Cry 3 mit denselben ständigen Feindbegegnungen, deren hirntoter KI, lausigen Crafting-Funktionen, furchtbarem Fahrgameplay, ungefähr auf einem Niveau mit der Qualität der Quests und einer papierdünnen Story, die einzig vom Schurken getragen werden muss, der in den ganzen 30 Stunden 5 Minuten gezeigt wird. Valve, bist du noch da? Valve ist eine Legende, die eine Reihe der besten Videospiele aller Zeiten produziert hat, die den Maßstab ganzer Genres umgeschrieben und Gamer zurück an den PC gezogen hat. Sie haben die Level in einem First-Person-Spiel nahtlos in eine zusammenhängende Welt verbunden, die eine Geschichte erzählt hat. Sie haben Physik als zentrales Gameplay-Element eingeführt, das genialste Puzzle-Game aller Zeiten erschaffen, E-Sports richtig losgetreten. Ebenso den Ansatz für Hero-Shooter. Sie haben einen super einfach zu verstehenden Multiplayer-Shooter veröffentlicht. In einer Zeit, als man neuen Spielern erst einmal die Welt erklären musste. Das wahrscheinlich einzige wirklich spielenswerte VR-Game programmiert und damit ist noch gar nicht erwähnt, wie viele grandiose Indie-Games wir ohne ihr Steam nie zu Gesicht bekommen hätten. Valve? Are you still there? EA. Still Game. Wenn es ein Spielfeld, eine Rennstrecke oder einen Hinterhof mit einem schiefen Kreidetor an der Backsteinmauer hat, gibt es ein EA Sportspiel dafür. Jedes Jahr. Und um den Spielern jedes Jahr mehr zu bieten, gibt es auch mit jeder Veröffentlichung mehr Game-Breaking Bugs dazu, mehr nicht funktionierende Online-Funktionen und mehr Battle Pass-Inhalte, die Kinder mit ihrem Taschengeld oder der stibitzten Kreditkarte von Daddy einarmiger Bandit spielen lassen, um das zufällige Polygonmodell eines neuen Spielers aus der Lootbox zu ziehen. Was ist denn aus EA Sports Big geworden, die den Spaß und die Spannung von Extremsportarten eingefangen haben? Alles vollkommen überzogen und physisch unmöglich, aber purer Spaß. Die Spiele waren knackig, aber haben dich dazu angetrieben, die per se simple Steuerung meistern zu wollen, deine Spieler hochzuleveln, einen individuellen Spielstil zu entwickeln, der für dich funktionierte und deine Freunde im Multiplayer anzuschreien, weil überall auf dem Bildschirm und dem Sofa die Fetzen flogen. Und du konntest deine Freunde tatsächlich dazu einladen, weil sie Steuerung und Spielprinzip ruckzuck verstanden haben und innerhalb von 20 Minuten jeder auf demselben spielerischen Niveau war. So eine Intensität gibt es heute in dem Genre überhaupt nicht mehr, weil die wahnwitzigen Ideen fehlen.
Ah, warte, ich vergaß. Online-Multiplayer sind so beknackt, dass ich meinen Router einschmelzen möchte. Halo 3 hat dich immer wieder in seinen Bann gezogen und du hast Stunden damit mit deinen Freunden verbracht, weil es einfach war. Heutzutage brauchst du erst einmal ein YouTube-Tutorial, wie ihr euch überhaupt findet. Ein zweites darüber, wie ihr zusammenbleibt und dann klappt's eh nicht, weil der Multiplayer der verbuggte Schrottplatz irgendeines externen Entwicklerstudios ist, das beauftragt wurde, als man festgestellt hat, dass das Marketingteam noch einen Facebook-Werbegutschein herumliegen hatte und nun $200 übrig sind. Das andere Extrem ist, dass die alten weißen Männer in ihren CEO-Pupsesseln von ihren Urenkeln ein TikTok-Video geschickt bekommen haben, dass ihre Sekretärin ihnen geholfen haben zu öffnen und in dem man sieht, wie viele Kinder bei League of Legends oder Valorant-Turnieren zusehen. Die sagen ihren Projektmanagern dann Dorf! Und die treten den Entwicklern in die Eier. Und schon dreht sich das ganze Spiel nur noch darum, für E-Sports-Götter mit einer 21-jährigen Hand-Augen-Koordination gemacht zu werden. Dass das auf 100% der Gamer, die für das Spiel tatsächlich Geld ausgeben müssen, überhaupt nicht zutrifft, ist egal. Ebenso, dass das ständig angepasste Balancing Normalsterbliche wahnsinnig macht, auch Einfluss auf den Singleplayer nehmen kann und damit schon ganze Genres zerstört hat. Und damit der Multiplayer nur positive Schlagzeilen über sein 7-stelliges Preisgeld beim nächsten Turnier macht, sammelt COP sämtliche deiner persönlichen Daten, um sicherzustellen, dass du kein Bot oder Hacker bist. Es gibt nicht genug Games zum einfachen Reinspringen. Dadurch, dass jedes verdammte Spiel heutzutage mit dem Internet verbunden ist, haben all die großen und kleinen Kinder durchgängig die Möglichkeit, Schwanzvergleich zu spielen. Stupid game anyway. Jedes Game ist kompetitiv und wenn du es meistern willst, viel Glück gegen die Millionen anderen mit demselben Ziel. Das Skill-Level früher hat sich nicht ständig angepasst. Die KI war fest einprogrammiert und auch wenn selbst die teilweise echt utopisch gut war, hatte man doch zumindest ein klares Ziel vor Augen und konnte im Vergleich hervorragend die Verbesserungen in der eigenen Leistung ablesen. Mit genug investierter Zeit erreichte man ein zufriedenstellendes Level an persönlicher Leistung in einem Super Mario, einem Crash Team Racing, einem SSX, Halo oder Guitar Hero, das einem das Gefühl gab, das Spiel so verinnerlicht zu haben, dass man es endlich so spielen konnte, wie es vorgesehen war. Oder sogar noch besser. Wen interessiert es heute noch, wenn du 2 Kills mehr hast als ein Siebtklässler, der mit deiner Mutter geschlafen hat? Jedes Indie-Spiel ist ein Pixel-Roguelike. Ich würde meinen Fokus ja gerne von der AAA-Industrie auf den Indie-Markt verschieben. Aber ich krieg Herpes, wenn ich nur ein weiteres Roguelike sehen muss, das mir mit seinen Pastellfarben oder Pixelgrafik Retro-Gefühle vorgaukeln möchte. Wie sollen Indie-Games mein rettender Hafen der Vernunft sein, wenn sie dieselben Fehler machen wie die AAA-Industrie und auf jeden verdammten Trend aufspringen? Hey, Elden Ring war eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre. Natürlich wollen alle dein schnell zusammengewürfeltes erstes Soulspawn-Spiel haben, damit sie Elden Ring erst richtig zu schätzen lernen. Es dauert ewig, dein Spiel zu installieren. Hey yo, was geht? Hör mal, da läuft so ein fescher Sandler-Film auf Netflix. Wobei, der läuft irgendwie nicht so richtig, weil es nicht buffern will. Deswegen wollte ich mal fragen, hier mit deinem Call of Duty Download, wie lange wird's noch so dauern, yo? Ich sag mal so, du solltest ausziehen und dir eine Wohnung mit anderem Verteilerkasten suchen. Dann gehe ich kiffen. Digitale Videospiele. Digitale Spielverkäufe haben physische Games nicht nur obsolet gemacht, sondern auch vollkommen nutzlos. Kuckuck. Oh. Nicht selten, wenn du dir die Disc einer neuen Veröffentlichung anschaust, siehst du nicht mehr als die zum Digital Store verlinkte Spiellizenz darauf und dein enttäuschtes Gesicht in der Spiegelung. Wenn ich schon Geld für etwas ausgebe, möchte ich auch meinen Lebtag darauf Zugriff haben, wenn es mich danach gelüstet und nicht bei jeder neuen Konsolengeneration Angst und Bange schwitzen, wenn die damit verbundenen Stores und Server abgeschaltet werden. Und selbst wenn ich meine physischen Spiele dann noch spielen kann, sind sie größtenteils doch unspielbar, weil die Version auf der Disc noch die Beta-Version ist. In realen Videospielgeschäften gab es vielleicht mal Store-exklusive Extras wie ein Waffenpack oder ein Steelbook. Heutzutage schaden sich Spiele selber, indem sie komplett exklusiv in einem digitalen Store sind. Alan Wake 2 wurde extremst gefeiert, fürs Game of the Year nominiert und flog doch verdächtig unterm Radar. Wirklich Fahrt aufgenommen hat es erst mit seiner Erweiterung und dem physischen Release. Ein ganzes Jahr später.
Dead Island 2's Hype war auch schon lange abgestorben, bis es dann endlich von Epic auf Steam übergesprungen ist. Ganz zu schweigen davon, wie begeistert ich bin, wenn ich mir für über 200 € eine Collectors Edition kaufe und dann nicht mal eine Disc in der Packung ist. Dank dem Internet ist Gaming jetzt ein Job. Danke Internet! Wegen dir darf man sich heutzutage rund um die Uhr damit beschäftigen, welche Meta-Änderungen in deinem liebsten Multiplayer mal wieder vorgenommen wurden, wie die Entwickler das Balancing angepasst haben, wie gut oder schlecht sich Spiele verkaufen, welche DLCs erscheinen und welche davon tatsächlich mehr beinhalten als Katzenohren, welche Spielversionen erscheinen, welche davon überhaupt guten Gewissens spielbar sind und für welche Plattform das gilt. Welchen Spielmodus man heute für seinen Battle Pass grinden muss und welche Dateien man von seiner Festplatte löscht oder verschiebt, weil Entwickler deine Konsole als Lager für ihre unkomprimierten Audiodateien und unfertigen Spielelemente nutzen. Wanted, Leidenschaft und Fantasie. Wenn du dir einen Film ansiehst, dann drückst du auf Play, lehnst dich zurück und genießt einfach. Wenn du dir ein Buch mit ins Bett nimmst, machst du entweder unanständige Sachen damit oder lässt deine Fantasie spielen, um all die Lücken auszufüllen, die dieses Medium nicht bedienen kann. Moderne und Retro-Spiele sind da nicht anders. Früher hast du die Geschichte von Spielen teilweise nur im Booklet angerissen bekommen, was bedeutete, dass du sie überhaupt nicht kanntest, weil du kein Booklet hattest. Die Level und Charaktere waren so, sagen wir mal, sie ließen viel Raum für Vorstellungskraft. Und das war gut. Es ließ den ollen Denkapparat nicht einrosten, weil er unterbewusst die ganze Zeit am Arbeiten war, um die Lücken auszufüllen. Moderne Spiele. Dadurch, dass Videospiele mehr denn je zu Produkten verkommen sind, haben auch die Produktmanager und deren Vorgesetzte das Sagen, denen sich alle Designer, Autoren und Entwickler fügen müssen. Letztere sind selber Gamer, wissen, was Gamer wollen und vor allem, was sie überhaupt nicht möchten. Aber auf das Fußvolk hört ja niemand. COP hat zwar noch nie einen Controller in der Hand gehabt, weil man zu seiner Zeit noch mit Steinen gespielt hat, um Feuer zu machen, aber er weiß es besser. Und es juckt ihn eh nicht. Und da die Entwickler gezwungen werden, an Funktionen und ganzen Spielen zu arbeiten, in denen sie sich nicht entfalten und hinter denen sie unmöglich stehen können, juckt es sie eben auch nicht mehr. Denn es macht keinen Unterschied. Also arbeiten sie an modernen Spielen. Während man in den 90ern und 2000ern noch in alle möglichen Richtungen experimentieren musste, um herauszufinden, was funktioniert, technisch, inhaltlich und kommerziell, können heutige Spieleunternehmen bequem auf diese hart und kreativ erarbeiteten Daten zurückgreifen und sich darauf ausruhen. Das ist eine sichere Kiste, das machen wir. Wir lassen nur unsere Studios in Rumänien und Indien daran arbeiten und bauen Lootboxen ein, weil OP einen neuen Rollator braucht. Gaming heutzutage ist kein Spaß mehr, es ist eine Verpflichtung. Es ist eine verschwommene Erinnerung an etwas, das bedingungslos Spaß und Freude bereitet hat. Tatsächlich ist es das bittere Gegenteil von Spaß und Freude. Es ist vorbei. Aber nicht hier im Zuhause deiner Videospielerinnerung. Unter diesem Video kannst du mitdiskutieren, warum Horrorspiele früher einfach gruseliger waren. Fast so gruselig wie Multi, Retrojäger Miguel und Michael, meinen wundervollen Kanalmitgliedern. Pure German Entertainment und Robin nicht zu vergessen, die seit dem Dreh dazugekommen sind. Vielen Dank für euren treuen Lord-Support.